Ja, herzlich willkommen auf meinem Channel. Hier geht es um Haarlösung und heute habe ich den Steffen aus Hannover bei mir. Ich möchte gerne ein kleines Interview mit ihm drehen und dass er euch mal ein paar Fragen beantwortet. Und ja, Steffen, herzlich willkommen. Hallo Dominik. Die erste Frage, die ich dir gerne stellen würde, du bringst ein Haarproblem mit. Genau. Wie bist du bisher damit umgegangen? Ja, also mein Haarproblem, das habe ich tatsächlich schon seitdem ich 17 bin, also schon mit ganz jungen Jahren. Natürlich noch nicht so intensiv. Es hat sich jetzt aufgebaut. Ich habe jetzt den bekannten diffusen Haarausfall, der sich jetzt nach und nach in den letzten Jahren ein bisschen weiter ausgeprägt hat. Habe mir das Ganze auch schon einmal beim Arzt untersuchen lassen und ich hatte auch schon kreisrunde Haarausfälle, aber da meinte der Arzt, das geht wieder weg, aber machen Sie sich mal Gedanken über Ihren diffusen Haarausfall. Okay. Also das fand ich dann richtig krass, weil zu dem damaligen Zeitpunkt habe ich ihm das noch nicht geglaubt. Aber in den letzten Jahren ist es extrem geworden und ich möchte einfach ein bisschen was verändern, weil ich mich mit der Situation hier oben einfach nicht abgeben möchte und denke einfach, dass ihr mir helfen könnt. Ja, das denke ich auch und da werden wir auch alles für tun. Steffen, man sieht ja, du bist ja ein sehr modebewusster Mensch. Inwiefern spielt das für dich eine Rolle, das Thema Haare? Ist das für dich, dass das Gesamtbild dann endlich wieder stimmig ist? Oder? Genau, weil ich ja selbst mit Mode zu tun habe. Ich bin Filialleiter eines bekannten Modelabels und wir haben natürlich auch sehr anspruchsvolle Kunden, die immer sehr gepflegt sind, super stylisch aussehen und ja, darunter fühlt man sich natürlich schon ein bisschen, wie soll ich sagen, eingeschüchtert teilweise auch, weil die meisten kommen natürlich schon super stylische Haare. Ich möchte meinen Wunsch mir erfüllen und zusammen mit meinem Aussehen von der Mode her zusammen mit den Haaren kombinieren können. Hast du denn schon eine Vorstellung, wie du das Ganze vorstellen könntest? Ja, also natürlich hat man so einige Videos gesehen und wie stylisch das Ganze aussieht. Und ja, habe mir dann einige Frisuren im Netz angeschaut und denke, dass ich ein ganz gutes Bild gefunden habe, wie ich aussehen möchte. Und das ist natürlich ein bisschen, also natürlicher einfach. Nicht zu viel, nicht zu wenig, aber so, dass das hier oben tatsächlich verschwindet auch. Ne? Also eher etwas natürlicheren Look, sag ich mal, ein bisschen casual-like und so weiter. Ja. Cool. Wie lange hast du dich dann mit dem Thema Haarsystem auseinandergesetzt? Hast du auch einen Plan B gehabt oder gab es gar keine andere Option? Doch, ich habe seit 3 Jahren beschäftige ich mich da intensiv mit und für mich war die erste Option auf jeden Fall Haartransplantation. Aber ich habe verschiedene Beratungsinstitute aufgesucht und hätte wahrscheinlich auch eine gute Anwachsquote der Haare bekommen. Aber ich habe auch durch den Freundeskreis ein paar Kumpels, die das gemacht haben und die fühlen sich damit nicht so wohl, weil das Ergebnis, was die erwartet haben, nicht eingetroffen ist. Ja? Dadurch bin ich zu euch gekommen, weil ich das natürlich im Netz gesehen habe, auch auf YouTube natürlich und bin einfach nur begeistert davon und ich möchte das probieren. Schön, das freut mich. Ja, hast du denn irgendwie noch mal eine Frage an mich? Kann ich dir noch mal was erklären oder bist du noch irgendwo unsicher? Kann ich dich dann noch irgendwo abholen? Ja, ganz genau. Und zwar dieses Haarsystem. Das sieht, wie gesagt, immer bei den Jungs schon mal super toll aus. Ja, ne? ja. Machen die das denn auch alleine zu Hause? Für sich selbst dann im Nachhinein? Ja, auf jeden Fall. Also das ist wirklich eine große Philosophie von uns, dass wir unseren Kunden wirklich diesen Service so beibringen, dass du von zu Hause selbstständig deinen Wechsel vollziehen kannst, dass du da wirklich auch unabhängig von uns bist. Oh, sehr schön. Das ist für mich natürlich, ich komme aus Hannover, ist natürlich jetzt auch nicht die Welt, aber wenn man berufstätig ist und man tatsächlich immer 12, 13 Stunden außer Haus ist, dann wäre es doch ganz cool, wenn man das schnell zu Hause mal machen kann. Und sicherlich würde ich auch ab und zu euch kommen, klar, aber das wäre natürlich das Ziel, dass man da im Nachhinein super zurechtkommt einfach. Ja, Steffen, beziehungsweise, ja ihr Lieben, das war das Interview zwischen Steffen und mir. Ich bin selber irgendwie schon gespannt, wie Steffens Reaktion sein wird nach der Transformation. Und wenn ihr die nicht verpassen wollt, dann bleibt auf jeden Fall auf unserem Channel. Dazu einmal den Channel abonnieren. Ihr verpasst kein Video und vor allem die Transformation von Steffen verpasst ihr nicht mehr. Also seid gespannt und viel Spaß. Sometimes I feel like I done lost it, and I